Dies ist einer der wenigen Orte in dieser Stadt, der irgendwie gut durchmischt ist, funktioniert. Man sieht das ja auch so ein bisschen an den Gebäuden, aber man sieht das auch an den Menschen hier. Nicht gehypt wie die Schanze, ja. Nicht künstlich und clean wie die Hafen City. Irgendwie immer irgendwie so ein bisschen vergessen. Und die großen Straßenzüge laufen hier um diesen Ort herum. Ja. Man ist gleichzeitig aber nah am Kiez, nah an der Elbe, nah am Michel, aber wie auf so einem kleinen vergessenen Inselchen mit einer ganz netten Menschenstruktur. Ist noch sehr unaufgeregt, das mag ich eigentlich ganz gerne. Neustädter Grill, wir befinden uns ja hier in der sogenannten Neustadt. Ja. Und was sehen wir? Eine Preistafel, wie wir sie lieben? Klare Ansage. Ja, oder? Ein Trend, bei dem ich nicht mitgehe, ist jetzt schon wieder weg von den Siebträgermaschinen hin zu dem alten Filterkaffee, aber in der alten Aufbereitungsform, also mit dem Single-Porzellan-Filterträger. Aber ich glaube, dass irgendwie Book- und Magazingeschäfte irgendwie eher mehr so ein Luxusthema geworden sind. Man kauft sich ein Heft mittlerweile schon fast, weil was mag, das vor sich zu haben. Oder weil man es berühren mag und weil es irgendwie. Man kauft sich das nicht mehr aus einem News-Faktor heraus oder so. Und es geht auch viel, viel mehr um Ästhetik. Das ist einfach richtig gutes Zeug. Ralf hat schon das erste Reeperbahn-Festival unterstützt. Ralf hat nämlich die sensationelle Flatstock Poster Convention, gebürtig in Chicago vor, ich würde mal sagen 25 Jahren, dann nach Hamburg geschafft. Genau, hier ist eher der Abschnitt Theater und das Bürgertum aus dem Umland und die Busreisen landen hier an. Das ist noch so am Spielbodenplatz. Das ist die Soft-Version Kiez. Kiez für Tagesbesucher. Ja. Und da runter ein bisschen Richtung Westen und dann vor allen Dingen auf der linken Seite noch das Ursprungsgeschäft statt, was du auch kennst, nämlich ja, Red Light. Ja. Das, wofür der Kiez bekannt ist, nämlich genau ab der Davidwache. Da beginnt dann die käufliche Liebe. Dieses Clubhaus ist recht neu, letztes Jahr eröffnet worden. Und da sind ein paar Musikclubs drin. Ist ein Beispiel dafür, wie man damit umgehen muss, wenn man in einem Neubau, und das ist ja noch nicht so richtig geübt, in einem Neubau einen Musikclub eröffnen will, muss, kann. Und wenn wir über Clubszene sprechen, und dabei meinen wir Bühnenprogramm und populäre Musik, dann ist Hamburg da recht weit vorne. Ich würde sagen, in Deutschland ganz vorne, auch vor Berlin. Wenn man sich dafür entscheidet, das Reeperbahn-Festival zu besuchen, dann muss man darauf gefasst sein und darauf eingestellt sein und auch Lust haben, überrascht zu werden. Ja, es ist nicht einfach, das so konsequent durchzuziehen, da muss man sehr stur sein und wir betreiben den Laden zu zweit seit 12 Jahren und sind sehr sorgfältig in der Auswahl der Künstler, die wir hier spielen haben und haben dadurch, glaube ich, einen gewissen Ruf erarbeitet. Ich glaube, deswegen ist es auch so lange an diesem Ort. Also die verschiedenen Fundusse, ich mache mal einen deutschen Plural, der garantiert falsch ist, der Theater, da sind die immer wieder drin und tragen Zeugs zusammen aus alten Bühnenbildern und so, die man in den Häusern selber definitiv nicht mehr braucht. Oder zu selten, als dass man sie da lagert und bieten sie hier an für Film und andere Theaterproduktionen.
Es sind einfach besondere Orte, das macht es schon spannend, da mal die Nase reinzustecken. Es hat nicht per se mit den Ausstellungsstücken per se zu tun oder mit allem, was da drin steht, aber es ist doch ein Erlebnis, da mal durchzuwackeln. Und ich glaube, es ist auch wichtig, mal auch als Reisender, ich bin ja schon noch viel weg, das einmal so hinzunehmen, wie es ist. Man hat nämlich nur wenig Zeit. Ja. Also dann bin ich halt wo, dann schaue ich mir das an und dann freue ich mich erstmal dort zu sein, mal noch mit 1, 2 Leuten zu sprechen und es vielleicht ein bisschen zu genießen. Aber ich meine, ich werde das mit Sicherheit niemals hinbekommen, innerhalb von 2 Tagen mir einen Überblick zu verschaffen und alles verstanden zu haben. Deswegen glaube ich, irgendwie eine gewisse Leichtigkeit sollte schon auch nötig sein. Ja, am Ende ist ja dann doch immer auch interessanter, keine Ahnung, Stimmungen aufzunehmen oder Atmosphären.